Gut 10 Stunden reiner Flugzeit sind inklusive einer 6-stündigen Zeitverschiebung nach vorne vonnöten, um unser Reiseziel Vietnam mit seiner im Norden des Landes gelegenen Hauptstadt Hanoi zu erreichen. Der südostasiatische Küstenstaat hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von 1650 Kilometern, ist nahezu so groß wie Deutschland und grenzt an die Nachbarländer China, Laos und Kambodscha. Bereits bei der Ankunft am Flughafen von Hanoi erkennt man die Bedeutung der Lotusblume, die mit ihrer weitreichenden Symbolik in einem überwiegend vom Buddhismus geprägten Land als Nationalblume gilt. Danach machen wir uns auf den Weg in das Zentrum der 8 Millionen Einwohner zählenden Metropole und können schon unterwegs ein bisschen Vietnam-Atmosphäre schnuppern. Bald haben wir unser elegantes Stadthotel erreicht, das sich in optimaler Lage mitten in dem rot markierten Altstadtbereich befindet. Von der Dachterrasse des Hotels genießt man einen schönen Blick sowohl auf das nördlich gelegene Straßengewirr der Altstadt als auch auf den im Süden gelegenen Hoan Kiem See mit seiner eleganten Bebauung. Nach einer kurzen Ruhepause hält uns nichts mehr in unserem Zimmer und wir unternehmen gemäß dem Motto »Der Weg ist das Ziel« auf eigene Faust einen ersten Erkundungsgang durch die Altstadt mit dem Dong Xuan Markt als Zwischenziel. In den überaus belebten Straßen und Gassen haben sich neben modernen Boutiquen und Hotels unzählige Straßenlokale, traditionelle kleine Fachgeschäfte und jahrhundertealte Handwerksbetriebe angesiedelt. Einen genaueren Blick wert ist die für europäische Augen durchaus gewöhnungsbedürftige Kabel- und Installationstechnik. Auch ruhigere Ecken sind in der umtriebigen Altstadt durchaus zu finden, insbesondere bei einem Besuch einer der zahlreichen kleinen vietnamesischen Tempelanlagen. Unbedingt einen Besuch wert ist auch ein aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert stammendes, aufwendig restauriertes Wohnhaus, das als Museum besichtigt werden kann. Ein rasches Ende der beschaulichen Ruhe stellt sich ein, sobald man sich in die Nähe einer der breiteren Straßen der Altstadt begibt, wo der Verkehr vor allem von unzähligen Mopedfahrern bestimmt wird. Hier befindet sich auch der riesige Dong Xuan Markt, an dem sich offensichtlich jeder beliebige Artikel kaufen lässt, sofern man Zeit und Muße dafür hat, danach zu suchen.
Von hier aus nehmen wir nunmehr einen etwas längeren Fußweg in Angriff, der uns schließlich auf einen Damm des großen Westsees führt, wo die Tran Quoc Pagode unser nächstes Besichtigungsziel darstellt. Nach Erreichen des Sees staunen wir zunächst über die durchaus pittoreske Bebauung an dessen Ufer. Dann wenden wir uns jedoch der dortigen Hauptsehenswürdigkeit zu, der sich malerisch im Wasser des Sees spiegelnden Tran Quoc Pagode. Sie stammt aus dem 6. Jahrhundert und ist damit die älteste buddhistische Pagode des Landes. Unweit von hier befindet sich der ebenfalls sehenswerte Quan Tan Tempel. Auf dem anschließenden Rückweg zum Hotel genießen wir noch jede Menge authentischer vietnamesischer Straßenatmosphäre. Eine kleine Rundfahrt mit der Fahrradrikscha sorgt wiederum für neue Perspektiven. Auch im fernen Südostasien florieren Weihnachtsmärkte, da immerhin 8% der einheimischen Bevölkerung dem Katholizismus angehören. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit erreichen wir wieder unser Hotel, wo wir uns eine kurze Verschnaufpause vergönnen. Von der Dachterrasse aus beobachten wir interessiert, wie der motorisierte Verkehr am Samstagabend nach und nach aus der Innenstadt verbannt wird, die sich dann postwendend in eine riesige Fußgängerzone verwandelt. Natürlich können und wollen wir uns diesem einmaligen Spektakel nicht lange entziehen und stürzen uns mitten hinein in das fröhliche Getümmel. Mit einem leckeren vietnamesischen Abendessen lassen wir den ersten Tag in Hanoi stilvoll ausklingen. Am nächsten Tag werden wir wegen der größeren Entfernungen mit einem Fahrzeug und unter kompetenter Führung zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten westlich der Altstadt eskortiert, wobei zunächst das Mausoleum Ho Chi Minhs, dessen Wohnhaus und die berühmte Einsäulenpagode im Mittelpunkt stehen. In diesem Stadtteil befindet sich auch das Parlamentsgebäude sowie andere repräsentative Regierungsbauten. Dann aber wenden wir uns dem Mausoleum des ehemaligen Revolutionärs, Premierministers und Präsidenten Vietnams Ho Chi Minh zu, der als Staatsheld verehrt wird.
Er war 79 Jahre alt, 1969 gestorben. Auch für vietnamesische Schulkinder gehört ein Besuch des Grabmals des liebevoll Onkel Ho genannten Vaters der vietnamesischen Unabhängigkeit zum Pflichtprogramm. Lange Schlangen bilden sich, um an dem balsamierten Leichnam vorbeizudefilieren, der jährlich für 2 Monate zur Wiederaufbereitung nach Russland gebracht wird. Viele Wachposten achten streng darauf, dass Kleidervorschriften, Sprech- und Fotografierverbot eingehalten werden. Auch wir reihen uns geduldig in die Schlange ein, geben die Kamera ab und verlassen nach Anschauung des perfekt aufbereiteten Leichnams durchaus beeindruckt das imposante Gebäude. Der nicht enden wollende Besucherstrom bewegt sich nun weiter durch eine prächtige Parkanlage zu dem nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Präsidentenpalast, einem französischen Kolonialbau von 1901, der von Ho Chi Minh als zu pompös erachtet und daher nie bewohnt wurde. Heute dient er als Kulisse für Staatsempfänge. Auch in den Steinhäusern in der schönen Gartenanlage fühlte sich Ho Chi Minh nicht lange wohl. Er zog daher 1958 in ein traditionelles Holzhaus auf Stelzen um, wo er bis zu seinem Tode unter einfachen Bedingungen lebte und arbeitete. Um zur nächsten Sehenswürdigkeit zu gelangen, brauchen wir lediglich den Spuren der vietnamesischen Schulkinder zu folgen. Die Einsäulenpagode ragt auf einer ursprünglich aus Holz bestehenden Säule gleich einer Lotusblüte aus einem Teich empor. Im 11. Jahrhundert war Li König. Er hat noch keine Nachfolge. Aber in einer Nacht träumte er, dass er von himmlischer Fee in den Lotusblumen geführt wurde. Nach ein paar Monaten hatte seine Frau Schwangerschaft und eine Nachfolge. Auf eine Säule wie eine Lotusblume. Lotus ist Symbol vom Buddhismus. Aus Schlamm aber kommt Reinheit. Und Lotus ist auch Symbol für vollkommen. Von daher verwundert es nicht, dass die Pagode vor allem von Frauen mit Kinderwunsch aufgesucht wird. Nächste Station unserer Besichtigungstour durch die Stadt ist der weiter südlich gelegene, vor 1000 Jahren aus einem Konfuziusaltar hervorgegangene Literaturtempel. Durch ein stattliches Tor gelangt man in die seit dem 19. Jahrhundert aus 5 Höfen bestehende Anlage, die im Konfuzianismus die 5 Elemente bzw. 5 Tugenden repräsentieren. Vom 14. bis zum 18. Jahrhundert diente die Anlage als Akademie und Schmiede für die geistige Elite des Landes. Mit dem 3. Hof erreicht man einen quadratischen Teich, die Quelle des himmlischen Lichts. Auf dessen Seiten finden sich auf dem Rücken von Schildkröten noch 82 verbliebene Steinstelen, auf denen Namen und Prüfungsergebnisse von insgesamt 1307 Absolventen der kaiserlichen Prüfungen eingemeißelt sind. Die Schildkröten symbolisieren Kraft und ein langes Leben. Im 4. Hof erreicht man schließlich das große Haus der Zeremonien mit wundervollen Schnitzereien und Phönixen, welche das Universum repräsentieren. Ein kleiner Übergang führt von dort zum eigentlichen Konfuziustempel, dessen Statue auf dem Thron des Hauptaltars ruht. Der 5. Hof, in dem sich ursprünglich Lehr- und Wohnräume befanden, wird auch heute noch gerne von erfolgreichen Hochschülern für stimmungsvolle Erinnerungsaufnahmen genutzt. Damit verabschieden wir uns von der höchst sehenswerten Anlage und kehren nun zu dem südlich unseres Hotels befindlichen Hoan Kiem See zurück. Auf einer Insel mitten im nördlichen Bereich des Sees liegt hier der sogenannte Jadeberg-Tempel.
Der See ist eine Oase der Ruhe inmitten der Hektik der Großstadt. Die Insel im See erreicht man über eine bogenförmige Holzbrücke. Am Ende der Brücke befindet sich der Eingang zu dem der Literatur geweihten Jadeberg-Tempel. Besonders verehrt wird hier der Poeten- und Schriftstellergott Wan Suong, dessen Abbild, flankiert von einem Arzt und einem Krieger, sich auf dem Thron hinter dem Hauptaltar befindet. Nach Süden hin blickt man auf eine kleine Insel mit dem Schildkrötenpavillon, der an das Erscheinen einer legendenumwobenen Schildkröte, einer Inkarnation der Götter, erinnert. Tatsächlich wurde 1968 eine höchst seltene Weichpanzerschildkröte im See gefunden, die man hier konserviert und ausgestellt hat. Danach geht es über die Brücke wieder in das von schönen Anwesen gesäumte Seeufer zurück. Hier befindet sich auch die neugotische römisch-katholische St. Joseph-Kathedrale, eine weitere überraschende Impression in einem überwiegend buddhistisch geprägten Land. In größtmöglichem kulturellen Gegensatz hierzu zeigt sich das ebenfalls am See befindliche Wasserpuppentheater, eine nur in Vietnam existierende Kunstform, bei der die fantasievollen Figuren mit 3 bis 4 Meter langen Stangen aktionsreich bewegt werden. Mit Einbruch der Nacht hat sich inzwischen rund um den See Partystimmung pur verbreitet. Ein nahezu unwirklich erscheinendes Licht- und Farbspektakel entlang des Seeufers rundet einen höchst lohnenden Aufenthalt in der vietnamesischen Hauptstadt beeindruckend ab.